Hallo und herzlich willkommen. Wusstet ihr, dass viele Menschen mit dem Einkochen beginnen mit der Erdbeere? Deswegen möchte ich jetzt einmal Erdbeermarmelade mit euch kochen. Und zwar von A bis Z, Schritt für Schritt, so dass jeder folgen kann, mit ein paar Tipps und Tricks, die vielleicht auch für Leute, die keine Anfänger sind, interessant sein können. Legen wir mal los. Es gibt sicherlich Erdbeermarmeladen-Videos wie Sand am Meer auf YouTube. Und ich werde mich jetzt einfach mal einreihen. Allerdings à la Steffi. Ich möchte nämlich gerne dem Wunsch nachkommen, das einfach mal Schritt für Schritt von vorne bis hinten durchzudeklinieren, damit einmal die wirklich anfangen, von vorne bis hinten wissen, wie es geht. Und die es schon können, lernen vielleicht auch noch ein kleines bisschen was dazu. Eine spezielle Sache, die ich in diesem Video gerne machen möchte, ist 3 Konsistenzen von Erdbeermarmeladen zu zeigen. Denn es ist ein großer Unterschied, ob man Erdbeermarmelade in ganzen Früchten einkocht oder sehr großen Stücken, in kleineren Stücken oder püriert. Für den Anfang machen wir das heute mal total einfach. Denn wir kochen eine 2:1 Marmelade. Das heißt, 1 Kilo Früchte und 500 Gramm Zucker. Dafür nehmen wir einen Gelierzucker und das würde ich euch auch empfehlen. Keine Experimente. Geht in den Laden, kauft euch einen ganz normalen 2:1 Gelierzucker. Man kann auch andere Gelierzuckerarten nehmen, die sind immer relativ gelingsicher. Wichtig ist dabei, haltet euch an die Packungsanweisung. Ich mache jetzt einen 2:1 und ich nehme ein Bio 2:1, muss man nicht, man kann auch einen ganz normalen handelsüblichen 2:1 nehmen. Die unterschiedlichen Gelierzuckerarten erkläre ich in einem anderen Video. Dann kommen wir doch mal zu der Erdbeere. Wir wollen ja Erdbeermarmelade machen und das ist sie. Da gibt es eine ganz interessante und wichtige Sache dabei, denn die Erdbeere ist eigentlich keine Frucht. Die Erdbeere ist eigentlich eine Nuss. Denn der Erdbeere geht es eigentlich darum, die kleinen Kernchen, die hier sind, möglichst weit zu streuen. Das heißt, sie hat einen Scheinkörper, der möglichst süß und saftig ist, damit Tiere das essen und sie überall verstreuen. Schlaues Kerlchen. Warum ist das für uns wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil diese Erdbeere natürlich vom Zweck her möglichst gut schmeckt. Das heißt, sie ist süß und sie enthält viel Wasser, was auch verursacht, dass sie relativ schnell schlecht wird. Hier also Regel Nummer 1, nehmt gute Früchte. Die müssen wirklich saftig und schön und unversehrt aussehen. Und ich habe hier mal so ein anderes Beispiel. Es gibt Erdbeeren, die gehen direkt von unreif zu schlecht. Die wollen wir nicht, die schmecken nicht. Auch wenn sie zu groß sind, kann das sein, dass sie zu viel Wasser haben und einfach die Erdbeermarmelade hinterher ein bisschen aromalos schmeckt. Aber so oder so, man kann das wie sie aussieht, eigentlich ganz gut erkennen. Ich zeige das hier nochmal etwas deutlicher. Das hier ist eine Erdbeere, die tatsächlich wirklich recht schön ist. Sie ist rot, sie hat eine schöne Haut und sieht einfach gut aus. Und diese hier dagegen, da sieht man schon, hier ist das Blattgrün ist angeklatscht, das ist gar nicht rausgekommen. Die geht direkt über guck mal hier, von unreif zu schlecht. Und sie sieht in sich schon gar nicht so appetitlich aus, im Gegensatz zu diesen hier. Also da lohnt sich auch tatsächlich manchmal ein bisschen mehr Geld zu investieren. Wenn wir schöne Erdbeeren gefunden haben, geht es ans Auslesen der Erdbeeren. Beim Auslesen der Erdbeeren muss man darauf achten, dass sie heil sind. Wir nehmen mal diese hier, die hat es tatsächlich geschafft. Die ist wirklich relativ heil. Nicht relativ, die ist gut sogar. Dann gibt es verschiedene Grade bis zum tatsächlichen Gammeln. Hier seht ihr eine richtige dunkle Stelle. Das ist noch nicht schlimm. Die kann theoretisch mit rein. Dann gibt es aber den Punkt, da werden sie so ein bisschen weißlich hier. Das würde ich definitiv schon rausschneiden. Großzügig. Man kann sie auch rauslassen, aber rausschneiden auf jeden Fall. So, und dann gibt es das hier. Da wird es tatsächlich schon richtig schimmelig. Diese Erdbeere würde ich wirklich nicht mit einkochen, weil abgesehen davon, dass es den Geschmack verdirbt, ist es auch so, dass es auch die Marmelade leichter verderben lassen kann. Beim Waschen ist darauf zu achten, dass die Erdbeeren in stillem Wasser gewaschen werden und nicht unter fließendem Wasser. Und eine weitere Sache ist, der Strunk, der bleibt immer dran, wenn wir sie waschen, weil sie sich ansonsten voller Wasser saugen und dann verwässert es die Marmelade.
Dazu kurz eine Erklärung. Der Grund, warum man das nicht unter fließendem Wasser abwäscht, ist, weil die Außenhaut der Erdbeere einfach unheimlich weich ist. Und fließendes Wasser kann die einfach zerstören. Das muss ja nicht sein. Zumal wir so wenig wie möglich Wasser in der Erdbeere drin haben will, weil das einfach den Geschmack verwässert. Dann werden die Erdbeeren entstruppt. Das kann man ganz einfach machen, indem man das mit einem Messer abschneidet. Wenn die Erdbeeren soweit vorbereitet sind, geht es als nächstes um die Konsistenz. Und das ist ein Thema, was mir eigentlich immer zu wenig behandelt wird. Die Konsistenz bei der Erdbeermarmelade macht einen großen Unterschied aus am Ende. Ich kenne das noch von meiner Oma, da war das Usus, immer ganze Erdbeeren einzukochen. Das hat sicherlich seinen Charme für die, die es mögen. Wie ihr merkt, bin ich kein Freund davon. Also ich mag mir keine ganzen Erdbeeren aufs Brot schmieren oder was auch immer ich damit mache. Aber es gibt Leute, die verfechten das bis aufs Letzte, weil sie es einfach toll finden. Das hat allerdings so ein paar Tücken, denn wenn man die ganze Erdbeere einkocht, braucht man erstens ziemlich lange, bis sie bis in den Kern wirklich erhitzt ist. Das heißt, sie muss länger gekocht werden. Das ist ganz wichtig, darauf muss man unbedingt achten. Und dann gibt es das Thema, dass Erdbeeren, die ganz eingekocht werden und sehr große Stücke, schwimmen in der Erdbeermarmelade immer oben. Das muss man halt wissen, wenn man sie ganz einkocht. Bei meiner Marmelade mit ganzen Erdbeeren habe ich so einen kleinen Zwitter gemacht, weil ihr merkt ja schon, ich bin da kein so großer Fan von. Ich habe nämlich die kleineren der ganzen Erdbeeren genommen und habe die größeren in ungefähre Stücke geschnitten, sodass sie den kleineren angeglichen sind. Und dazu kommt jetzt schon mal ein kleiner Trick. Erdbeeren werden schnell braun und es gibt einen Trick, den man anwenden kann, um das etwas zu verzögern, und zwar ist das Ascorbinsäure, Vitamin C Pulver. Leider funktioniert auch kein Zitronensaft, vielleicht ein bisschen, aber nicht so gut wie das. Und wenn man das drüber streut und die Erdbeeren, bevor man sie kocht, ein bisschen darin wälzt, bleiben sie länger rot. Die zweite Konsistenz ist Erdbeeren in kleinen Stückchen. Ja, das ist ein bisschen mehr Arbeit, aber die hat tatsächlich einen ganz großen Vorteil, weil man hat kleine Stückchen drin, man hat also ein bisschen mehr Konsistenz, aber die Stücken, die verteilen sich besser in der Marmelade. Es ist auch beim Streichen ganz schön und das ist eigentlich ganz nett. Wie gesagt, ein bisschen mehr Arbeit, ich finde, aber es lohnt sich. Und auch hier habe ich übrigens gleich nachdem ich sie geschnitten habe, Ascorbinsäure über die Erdbeeren getan. Die dritte Konsistenz, die ist in der Vorbereitung total simpel, denn da zerkleinern wir die Erdbeeren einfach in einigermaßen gute Stücke, weil da ist es ziemlich egal, wir pürieren sie hinterher nämlich sowieso. Ich habe hier jetzt alle drei Konsistenzen. Einmal 500 Gramm die Erdbeeren, die hier ganz sind und große Stücken haben, die wir so lassen werden. Dann habe ich hier die Erdbeeren, die nur grob zerkleinert sind, die wir pürieren werden. Und hier habe ich die kleinen Stücken. Und die kochen wir jetzt hintereinander weg. Einmal durch. In meiner Gebrauchsanweisung sagt es jetzt, ich soll die vorbereiteten Früchte mit dem Gelierzucker mischen und aufkochen. Und das machen wir dann jetzt mal. Ich vermische den schön und dann kommt gleich der Dampf drauf. So, und an mit dem Herd. Der Vollständigkeit halber möchte ich sagen, dass dadurch, dass ich jetzt ja 3 Konsistenzen gekocht habe, ich jede nur mit der Hälfte der Menge gekocht habe. Das heißt 500 Gramm Früchte und 250 Gramm Gelierzucker. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass das so wenig ist. Erdbeermarmelade schäumt leicht und es gibt einen kleinen Trick, den man machen kann, und zwar, man gibt ein kleines bisschen Öl dazu. Aber wirklich auch nur ein kleines bisschen. Also so ein Teelöffel reicht völlig aus. Das hilft bei Erdbeermarmelade okay, aber nicht vollständig. So, jetzt sagt es sprudelnd aufkochen lassen. Wie wir sehen, jetzt sprudelt es schon vor sich hin, hier. Und dann sagt es 4 Minuten kochen lassen. Und das machen wir jetzt. Jetzt kommt die Gelierprobe. Dazu nimmt man etwas von der Marmelade ab und zieht das einmal so über den Teller. Das, was ich gerade gemacht habe, habe ich übrigens mit einem Esslöffel gemacht und nicht mit einem Teelöffel, so wie früher. Und ich nenne das jetzt einfach mal den Ulrike-Schwung. Das hat mir nämlich Ulrike Nienhues gezeigt. Die macht das immer mit einem Esslöffel und nicht mit einem Teelöffel und keine paar Tropfen, sondern sprüht das so über den Teller rüber. Und dadurch
wird das natürlich schneller fest. Wie gesagt, Ulrike Nienhues vom Ferienhof Nienhues. Unbezahlte Werbung, ein schöner Ort, um Ferien zu machen. Aber das ist der Ulrike-Schwung. Und wie ihr seht, diese Gelierprobe ist eindeutig bestanden, denn diese Marmelade ist fest. So, dann können wir jetzt abfüllen. Zum Abfüllen müssen natürlich Gläser und Deckel bereits sauber sein, nicht sterilisiert, aber sauber. Und dann füllen wir die Marmelade in das Glas. Ich fülle sie übrigens vorher immer in eine Glaskanne um, hier, damit man besser gießen kann. Das ist wirklich sehr sinnvoll. So, zumachen und für Anfänger würde ich immer empfehlen, die Marmelade auf den Kopf zu stellen, denn so wird dieser Raum hier nochmal ordentlich heiß und man fällt nicht auf die Nase, weil es oben Schimmel gibt. So, aber nur für ungefähr eine Minute auf dem Kopf stehen lassen, nicht länger, weil sonst geliert die Marmelade oben im Kopf. Das gleiche machen wir jetzt mit den Erdbeeren, wo auch Ganze drin sind. Das heißt, Erdbeeren rein, Gelierzucker dazu, umrühren und dann aufkochen. Auch hier werde ich jetzt etwas Öl dazu tun. Bei den großen Erdbeeren, großen Stücken haben wir leider häufig das Problem, dass da wirklich viel Schaum entsteht. Ich war eben erstaunt, dass bei der ersten Kochung mit den kleinen Stückchen so wenig Schaum entstanden ist. Ich bin gespannt, wie das hier ist. Bei dem Kochen mit großen Stücken an Erdbeeren oder ganzen Erdbeeren ist es ganz wichtig zu wissen, dass wenn man so große Stücken hat, die tatsächlich einmal komplett durcherhitzt sein müssen. Normalerweise wird das aber ganz üblich erreicht, weil man sowieso ja ziemlich lange kocht. Man kocht die Sachen auf, muss sie dann noch 4 Minuten sprudeln kochen und normalerweise sind sie dann auch immer durch. Hier ist es beim Kochen relativ interessant, dass wir viel Suppe haben, wenn man so will. Bei den kleinen Stückchen war das wesentlich dicker alles. So, und jetzt beginnt es zu kochen, was bedeutet, wir lassen es wieder sprudeln, kochen für 4 Minuten und machen dann eine Gelierprobe. So, 4 Minuten sind um. Gelierprobe. Hier ist es immer ganz sinnvoll, den weichen Teil zu nehmen. Das heißt also einmal wieder Ulrike-Schwung, so, weil dann trocknet es nämlich oder dann geliert es schneller und noch ist es ein bisschen weich, aber wie man sieht, doch, das fängt tatsächlich an zu gelieren. Hier, guck. Also, Gelierprobe ist bestanden und wir können abfüllen. Sieht man hier übrigens auch. Guck mal hier, da zieht sich das schon so zusammen. Da gibt es übrigens noch eine kleine Sache zu sagen, denn manchmal kann das sein, dass die Marmelade nicht geliert. Im Normalfall lässt sich das unheimlich leicht lösen, indem man einfach noch mal ein bisschen länger kocht, vielleicht einfach noch mal eine Minute dranhängt. Und dann wird die Gelierprobe wiederholt. Das wird auch immer wieder gesagt, ja, dann kochst du einfach noch mal länger und kochst mal noch mal länger. Manchmal kann es sein, dass es auch Früchte gibt, bei denen das echt nicht funktioniert. Auch darüber habe ich ein Video gedreht, das könnt ihr euch gerne angucken. Aber wie gesagt, passiert bei Erdbeermarmelade sehr selten. Und wenn man sich an sein Gelierzucker hält, sollte das eigentlich gar nicht auftreten. Ich muss übrigens sagen, dass ich erstaunt darüber bin, wie wenig Schaum bzw. gar kein Schaum da ist, denn normalerweise produziert so eine Marmelade ziemlich viel Schaum und der ist dann etwas schwierig wegzukriegen, aber in diesem Fall haben wir dieses Problem nicht, wie es aussieht. Und los geht's mit der Püriervariante. Die Erdbeeren sind drin, der Zucker kommt dazu und aufkochen. Hier gibt es jetzt eine ganz wesentliche Sache, und zwar, es hat eine Menge damit zu tun, wann wir pürieren, wenn es darum geht, wie die Konsistenz wird. Und zwar, wir sollten immer darauf achten, um unser Püriergerät nicht zu sehr zu belasten, dass der Zucker schon einigermaßen geschmolzen ist. Wenn wir aber am Anfang pürieren, haben wir eine sämigere Konsistenz. Pürieren wir, wenn es schon durchgekocht ist, am Ende, dann haben wir eine Gelee-artige Konsistenz. Ich mag die sämigere Konsistenz lieber und deswegen werde ich gleich pürieren. So, reicht schon. Dann legen wir mal los.
Man kann hier sich übrigens entscheiden, ein paar Stücken drin zu lassen. Das kann auch sehr nett sein. Aber da ich euch ja die verschiedenen Konsistenzen zeigen möchte, werde ich es komplett durchpürieren. Ich habe bei dieser Variante übrigens vergessen, das Öl reinzutun. Und ich werde das jetzt mal lassen, weil ich wissen möchte, ob das an der Erdbeersorte liegt, dass diese hier überhaupt keinen Schaum gibt. Ich nehme mal an, durch das Pürieren werden wir ein bisschen Schaum haben, aber wenn es nur ein bisschen ist, dann muss es an der Sorte liegen. Also sollte einer von euch wissen, warum hier offenbar kein Schaum entsteht, bitte gerne Tipps dazu, denn ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Also nur mal so am Rande, ich wollte euch ja den Schaum gerne zeigen. Der Schaum entsteht eigentlich durch Eiweiß in den Früchten, das dann nach oben geht. Und der ist weder giftig, noch ist es so, dass man ihn nicht essen kann. Aber er sieht in der Marmelade manchmal so ein bisschen komisch aus und deswegen macht man ihn meistens raus. Es gibt auch die hartgesottenen, die lassen ihn drin. Aber gerade bei Erdbeermarmelade sieht es immer so ein bisschen schimmelig aus. Deswegen machen viele das einfach raus, weil es nicht so appetitlich aussieht. Und jetzt beginnt es zu kochen. Das heißt, wir lassen es jetzt nach Packungsangabe 4 Minuten kochen und dann geht's weiter. So, wir machen eine Gelierprobe. So, Teller und schwingen. Das muss man natürlich nicht so machen. Ich bin natürlich jetzt begeistert darüber, weil ich das gerade beigebracht gekriegt habe. So gerade noch wieder nicht, aber wie man sieht, die Gelierprobe ist gelungen. Da bewegt sich fast nichts mehr. Das ist wunderbar. So, diesmal haben wir auch tatsächlich mal ein bisschen Schaum. Da bin ich ja froh, weil so kann ich euch wenigstens zeigen, wie man den wegmacht. Denn den Schaum, den kann man jetzt so ein bisschen zur Seite machen. Schwierig wird das, wenn man so viele Stückchen hat. Das konnte ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil wir bei den Stückchen so gar keinen Schaum hatten. Man zieht das so ein bisschen zur Seite und dann kann man ihn so abschäumen. Also ich finde das auch hier relativ wenig Schaum. Der ist normalerweise wirklich weiß und schwimmt oben. Aber so würde man das machen, je nachdem, wie viel Schaum da ist. Und wieder geht's ans Abfüllen. Ich habe es wieder in die Kanne umgefüllt und los geht's. Und wieder auf den Kopf stellen. Und das sind sie jetzt. Wie wir hier sehen, einmal püriert, da sind überhaupt keine Stückchen drin. Dann einmal mit den Stückchen und da ist ganz interessant, dass die sich wirklich gut verteilen im Glas. Und dann haben wir hier die Marmelade mit den ganzen Erdbeeren. Und da sehen wir an bestimmten Stellen hier ziemlich, dass die Erdbeeren alle hier oben sitzen und das ganze Weiche hier unten. Und ein Glas werde ich jetzt mal aufmachen. Der Nachhaltigkeit halber nur eines. Und zwar das mit den großen Erdbeerstückchen. Plopp. Hier oben sehen wir schon die ganzen großen Stückchen. Die Marmelade ist übrigens schön geworden von der Konsistenz, finde ich, aber große Stücken. Blub. So. Und das ist das, was ich zu Erdbeermarmelade zu sagen hatte. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr es gut nachmachen könnt und Fragen gerne unten in die Kommentare und ich werde jetzt mal Berge probieren. Trotz großen Stückchen wirklich lecker. Also, ich wünsche euch alles Gute und bis bald.